Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kaigas Assault, wo wir übrigens nach 2 Patches seit dem Update immer noch diese komischen in der Luft schwebenden Dinger haben. Hold up. What the hell? Damn. Yeah. Das war ein kleiner Jumpscare. Ich habe auch tatsächlich vergessen, Power-Ups zu aktivieren. Oh shit. Jesus. Christmas Cookies? Ja, hier sind sie. Oh ne. Achso, Christmas Cookies und Power Scroll geht nicht. Das ist auch so bescheuert, ey. Oh, da ist wieder jemand. Kann man ja nicht mal einen Satz bilden, bevor nicht 50 Elementoren hier ankommen und uns alle umbringen wollen. Jesus, me? Ja, heute nicht so gut vorbereitet, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall relativ viele Anmeldungen. Vermutlich liegt es daran, dass jetzt gerade alle frei haben. Ein paar Tage vor Weihnachten. Hat auf jeden Fall die Anmeldezahlen erhöht. Das ist schon mal gut. Aber auf der anderen Seite, ja, eigentlich auch wieder schlecht, weil es sind trotzdem nicht so viele Leute. Knapp 120 waren es, glaube ich. Das ist jetzt halt auch nicht die Welt. Also, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich wirklich fast jeder frei hat oder so viele Leute wie sonst nie frei haben, zeitgleich, ist das echt nicht so viel. Also ich denke nicht, dass wir auf Broding jemals auch nur in die Nähe von 200 wieder kommen. Jetzt war ein großes Update. Weihnachten. Und trotzdem kommen wir gerade mal auf knapp über 100. Also, ich wüsste nicht, wann das jemals wieder mehr werden sollte. Ist einfach nicht der beliebteste Spielmodus, TBH. Und Gala scheint sich auch nicht allzu sehr darum zu bemühen. Ich meine, klar, diese schwebenden Steine in der Luft sind jetzt nicht so schlimm. Aber es sieht schon ziemlich goofy aus. Und, ja, ich weiß nicht. Die zu entfernen kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein, oder? Weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch kompliziert, ich weiß es nicht. Aber kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Vor allem, weil es echt relativ random entstanden ist nach dem Update. Dieser Fehler, sage ich mal in Anführungszeichen. Und, ja. Ja, ist schwer zu sagen. Aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Okay, die Gegner zocken uns ganz schön weg, was PvP angeht. Die haben schon 30 Kills mehr als wir. Das ist nicht gut, obviously. Mehr Artefakte haben gerade wir, aber ich würde sagen, die Kills sind so früh zumindest tatsächlich wichtiger. Und ein Artefakt mehr ist immer nur kurzfristig. Heißt quasi ein paar Sekunden später ist dann wieder ausgeglichen. Müssten schon 4 sein, um da wirklich einen Vorteil zu haben. Naja, schauen wir mal. Noch ist nichts entschieden. Na gut, wir haben relativ viele Teilnehmer, also sind 40 Kills jetzt nicht die Welt. Aber es ist auch nicht wenig. Jetzt holen wir wahrscheinlich das 4. Artefakt. Oh, nevermind. Dachte gerade kurz, wir hatten nämlich immer noch 3. War jetzt schon am 4. dran und Kaigas ist gerade gespawnt. Ja, Killdifferenz von 50 nach 5 Minuten. Das ist nicht gut. So, schauen wir mal in die Mitte. Mir schwant Übles, dass hier quasi nur Gegner sein werden. Oh boy. Was? Er hat zweimal gecastet, bevor ich einmal gecastet habe. Das ist unmöglich. Drecksgame. Oder ich habe doch 2 Art Cast Time. Das ist halt literally nicht möglich. What the fuck? Das sollte nicht möglich sein. Weird.
Oh shit. 1 Million Gegner hinter uns. Oh shit. Okay, so ein fettes Gemetzel gab es schon länger nicht mehr. Damn. Sag ja, die Anmeldezahlen waren schon länger nicht mehr so hoch. Aber die Gegner haben einfach 80 Kills mehr als wir. Also es ist zwar ein fettes Gemetzel, aber die Toten sind irgendwie alle auf unserer Seite. 90 Kills nach 7 Minuten. What the fuck? Schon wieder die unausgeglichensten Teams der Welt, ey. Schon wieder die unausgeglichensten Teams der Welt. Kann ja nicht wahr sein. Uff. Wow. It's not looking good. It's not looking good. It is not looking good. Sind die tot da rechts? Schade. Ja. Ist halt auch so bescheuert, dass du nicht weißt, ob ein Gegner tot ist oder nicht, weil du nicht automatisch... Eigentlich müsste man automatisch respawnen. Dass überall Leichen auf dem Boden liegen, ist eigentlich echt bescheuert. Einerseits, weil sie dir die Sicht nehmen und andererseits, weil du halt wirklich von weiter weg unmöglich sagen kannst, ist derjenige tot oder nicht. Leute, was zum Teufel geht denn hier ab? What the hell? Jesus, man. Du siehst halt hier die Gegner nicht. Hier sind einfach Gegner. Da stehen einfach Gegner mitten unter uns. Und keiner greift sie an, weil keiner sie sieht. Das ist so bescheuert. Das ist so geisteskrank. Du siehst einfach... Junge, das ist so stupid, ey. Oh shit, man. Wie sieht's killtechnisch aus? Fast 100 im Minus. Eigentlich hätten wir schon längst verlieren müssen, gefühlt, bei so einer Übermacht. Komisch, dass wir noch im Game sind. Die Gegner haben auch 4 Artefakte. Also wir verlieren wirklich haushoch auf jeder Ebene. Außer Kaigas. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis es da auch bergab geht. Oh shit. Oh boy. Also wir führen bei Kaigas tatsächlich immer noch. Aber gut, das war nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert. Und die Gegner haben 100 Kills mehr und es fehlt nur noch ein Artefakt, bis wir gar nichts mehr machen können. Kann doch nicht sein, dass das jede Woche so unausgeglichen ist. Also am unausgeglichensten ist immer der PvP-Aspekt. Da sind die Teams eigentlich so gut wie niemals ebenbürtig. Oh shit. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt in einem PvP-Modus. Weil ja, es ist auch PvE,
Aber der PvP-Aspekt, würde ich sagen, ist der entscheidendste. Oh, shit. Damn it. Weil manchmal wirkt es so, als würde Kaigas echt immer das gleiche Team angreifen. Gefühlt kommen die Flächen die ganze Zeit auf unserer Seite. Vielleicht, weil wir in Führung sind? Weiß ich gar nicht, ob es irgendeine Mechanik gibt oder so. Falls ja, wäre das geisteskrank. Aber das ist so nervig, dass hier immer die roten Namen da tot rumliegen. Machst dir immer Sorgen, dabei liegen die da seit einer halben Stunde gefühlt. Wieso cast ich immer langsamer als alle anderen? What the fuck? Kann nicht wahr sein. Keine Ahnung, was mich gekillt hat. Mittlerweile 120 Kills, by the way. Uff, da läuft jemand ohne Buffs rum. Höchstwahrscheinlich ein Second Character, der tatsächlich gar nicht aktiv gespielt wird, sondern nur in den Todeszeiten gesteuert wird. Das sieht man natürlich auch nicht so gerne in seinem Team. Vor allem wenn Blade ohne Buffs, der zu Kaigas läuft. Der wird halt einfach gewone-shottet und macht einfach gar nichts. Oh shit. Aber wir liegen immer noch in Führung bei Kaigas. Oh shit. Fernkampf-Bill-Poster, der mich one-shottet, aber 80.000 HP hat. Vielleicht PvP ist wirklich so Dogshit. Mein Todestimer ist noch relativ kurz. Dafür, dass es schon so spät ist im Game. 120 Kills haben die Gegner mehr. Und zumindest hatten sie noch nie alle 5 Artefakte, I guess. Also wir wurden noch kein Mal richtig dominiert. Ach komm. Ich glaube, das ist so bescheuert. Ich denke mir so, ja, mein ganzes Team ist ja hier, die sind alle tot. Die sind alle tot. Da liegen 10 Leichen. Das ist... Als man die Teamnamen nicht sehen konnte, das war so viel besser. Als man die Teamnamen ausblenden konnte, und das haben sie halt einfach gefixt. Das war das Einzige, was sie an Kaigas gemacht haben seit dem Update, dass sie die Teamnamen wieder eingeblendet haben. Dabei war das eine Verbesserung. Das kannst du dir wirklich nicht geben, ey. Haben sie extra gemacht, dass man es wieder sieht. So bescheuert, ey. Und wieder tot, ohne was zu machen. Damn. Bin aber nur 5-mal gestorben. Okay, ich habe das Gefühl, die letzten 10 Minuten einfach gar nichts mehr gemacht. Und wir verlieren jetzt endlich. Ist natürlich auch wieder belastend. Wir sind fast bei der maximalen Spieldauer angekommen. Nur noch 4 Minuten. Und, ja. Ich weiß auch nicht, warum jeder schneller castet. Ich habe auch 200 Cast-Time und ich habe noch nie zuerst gecastet. Es sind immer die anderen schneller als ich. Das ist auch so fucking stupid, ey. Und ja, also es gibt ja nichts Belastenderes, als so spät noch zu verlieren. Vor allem, wenn du die ganze Zeit in Führung warst. Also zumindest bei Kaigas waren wir die ganze Zeit in Führung. Und das heißt, wir haben uns einfach, wie gesagt, die maximale Distanz eigentlich durchgehalten, nur um dann immer noch haushoch zu verlieren. Das ist halt so eine krasse Zeitverschwendung gefühlt. Und wahrscheinlich einer der Gründe, warum so viele Leute keinen Bock auf Kaigas haben. Vor allem, wenn man keinen Bock auf PvP hat. Der Modus braucht echt nochmal heftige Updates. Also, das kannst du dir wirklich nicht geben. So, jetzt wenigstens noch mal ein paar Kills gemacht, um meine Punkte wieder zu erhöhen. Und tot. Und das war's auch. 34 Sekunden tot und 15 Sekunden, bis wir verloren haben. Aber ich habe halt echt knapp 5 Minuten einfach gar nichts mehr gemacht. Immer nur hingelaufen, gestorben, gewartet, hingelaufen, gestorben, gewartet.
Also ganz ehrlich, ich finde die maximale Zeit von Kaigas ergibt doch eigentlich keinen Sinn. Weil das war bisher wirklich in der gesamten Geschichte von Kaigas Assault, war das halt wirklich... Und ich meine, ich habe jetzt teilweise sogar doppelt gespielt auf FEC und auf Burudeng und das jetzt seit über 2 Jahren. Oder wann wurde es eingeführt? Naja, noch nicht ganz 2 Jahre. Ich glaube, ja, in 2 Monaten sind es, glaube ich, 2 Jahre. Februar 23 war es, glaube ich. Und also vom Ding her, so richtige Comebacks, also dass wirklich ein Team die ganze Zeit dominiert und dann das andere Team kurz vor Schluss noch ein Comeback macht, das gab es halt legit 2 oder 3 Mal. Hab ich's mitbekommen. Also es ist insgesamt natürlich noch ein paar Mal öfter passiert, auf anderen Servern und so weiter. Aber es ist wirklich extrem selten, es passiert so gut wie niemals. Und ich meine, ein wirkliches Comeback war das jetzt hier nämlich auch nicht, weil wir waren die ganze Zeit hinten, killtechnisch und artefakttechnisch, hatten wir die ganze Zeit keinen Vorteil. Wir waren stärker bei Kaigas, weil unser ganzes Team immer nur zu Kaigas gerannt ist gefühlt. Aber wenn du siehst, dass du 100 Kills im Minus bist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du verlierst. Und das ist, wie gesagt, fast immer so. Außer du schaffst es halt, Kaigas irgendwie zu rushen, was wir nicht geschafft haben. Und das ist halt einfach so bescheuert. Also diese 15 Minuten jetzt gespielt zu haben, ist so sinnlos, weil wir wussten nach 5 Minuten schon, dass wir eigentlich verlieren ungefähr. Beziehungsweise nach 6, 7 Minuten war es eigentlich schon klar, dass wir, wenn das so weitergeht, verlieren würden. Es ist so weitergegangen, wir haben verloren. Und eben dieses Nicht-Verlieren, dann dieses Comeback am Ende, das ist so schwierig und auch so unwahrscheinlich, weil du fängst ja nicht plötzlich an, hunderte Kills zu machen. Oder du hast ja nicht plötzlich jemanden im Team, der die ganze Zeit gar nichts gemacht hat und plötzlich komplett alles wegrasiert. Das ist so unwahrscheinlich. Es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Oder im Gegnerteam müsste der stärkste Spieler AFK gehen oder irgendwie so. Und das passiert auch nicht in der Regel. Und deswegen ist das so sinnlos. Also du könntest die Zeit von Kaigas Assault locker um 6, 7 Minuten kürzen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie das wirklich nochmal dreht, das Game, ist recht unwahrscheinlich. 1000%ig. Aber ja, man könnte noch so viel an dem Modus verbessern, ändern. Aber wie gesagt, das Einzige, was sie machen, ist, wenn dann aus Versehen mal was Gutes passiert, es wieder rückgängig zu machen, wie mit den Teamnamen. Also das triggert mich schon sehr, dass sie das wieder rückgängig gemacht haben. Weil ihr habt es gesehen, als die ganzen Leichen am Boden lagen, es ist so unübersichtlich, wer lebt, wer ist tot. Automatische Respawns müsste es geben, weil es kann ja echt eh nicht sein, dass jemand AFK ist. Also soll er einfach zurück in die Base geschickt werden. Wenn du dann AFK bist und Punkte verlierst, bist du ja selber schuld. Jeder weiß, du darfst hier nicht AFK gehen, sonst verlierst du passiv Punkte. Also würde auch nochmal Leute abschrecken, die mit Multi-Accounts hier dabei sind, dass dann nicht einfach ihre Charakter irgendwo tot rumliegen lassen, sondern tatsächlich automatisch gerespawnt werden, alle ihre Punkte verlieren, wenn sie wirklich 2 oder 3 Charakter spielen. Und dann würde auch das wieder besser werden. Also es ist eigentlich so einfach, aber aus irgendeinem Grund muss man Monate oder Jahre warten auf einzelne Quality of Life Updates. Na gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Kaigas Assault. Ich wüsste aber gern, wie oft ich dieses Jahr verloren habe auf Burudeng. Ich glaube, das war jetzt der wahrscheinlich 51. Kaigas Assault dieses Jahr auf Burudeng. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe über 30 Mal verloren. Also das ist wirklich geisteskrank. Also wenn ihr mich im Team habt, seid euch ziemlich sicher, in 4 von 5 Fällen werdet ihr verlieren. GG. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.